Viermal dieselbe Figur, aber kein einziges Mal das gleiche Ergebnis. Heute präsentiere ich euch meine neue Tutorial-Serie Hauttöne von Anfänger bis Profi, 4 verschiedene Arten Augen zu bemalen und 4 komplett unterschiedliche Bases. Ich verspreche euch, das wird richtig cool. Ich hab Bock. Let's go! In diesem Teil möchte ich euch zeigen, wie man mit ganz einfachen Mitteln einen guten Hautton hinbekommt. Dafür habe ich mir diese Statue ausgesucht. Die wurde von CA3D Studios entworfen. Warum ich sie mir ausgesucht habe? Weil die schön viel Haut hat. Kommen wir gleich zur Sache. Was wir als erstes machen, wir müssen die Statue grundieren. Dafür normalerweise nehme ich, jetzt habe ich gerade hier nur schwarz davon, weiß von Citadel, im Normalfall. Aber ich war bei meinem Bauhaus in der Nähe und habe dieses günstige Weiß gefunden. Und das möchte ich mal ausprobieren an der guten Kida. Mal gucken, wie das ist. Man kann nie genug Geld sparen. Ich zeige euch das jetzt nicht, weil ich mache sowas meistens immer draußen an der frischen Luft, weil es stinkt immer wie Hölle. Das muss ich hier nicht unbedingt haben. Also, ich mache das fertig. Wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Also ich muss zugeben, das Weiß, was ich jetzt gerade verwendet habe, ist gar nicht mal schlecht. Also es sieht gut aus. Also kann ich weiterempfehlen, sage ich mal. Ist zwar nicht so fein wie das von dem Citadel, aber es macht echt einen guten Job. So, wie gehen wir jetzt am besten vor? Ich habe mir das so gedacht, dass ich ein Farbset verwende, also für all die, die neu anfangen wollen, dass sie das ganz einfach nachmachen können. Ich habe mich für dieses Fairy Flash Set entschieden von Vallejo. Da sind 8 Farben drin. Und wenn man das nimmt, dann werdet ihr auf alle Fälle die ersten 2 Hauttonvarianten damit machen können. Ich habe mir gedacht, dass ich das für diesen Beginner Guide ganz einfach halte. Also verwenden wir hier nur 3 Farben. Vielleicht auch 4. Mehr aber nicht. Also ganz simpel, einfach und mit einem richtig guten Ergebnis. Step 1. Also die erste Farbe, die wir verwenden, ist Reddish Flash. Da muss man eigentlich auf nichts achten. Nachdem wir beziehungsweise wenn wir die Figur ja komplett grundiert haben, in diesem Fall im Weiß, dann werden wir vollflächig die Figur mit diesem Reddish Flash besprühen. Also überall muss was drauf. So dass komplett, das ist so ein rötlicher Ton, das seht ihr auch selber, dass sie komplett so rötlich ist. Für diejenigen, die sich fragen, wie ich das angemischt habe, ich habe die Farbe einfach 50-50 gemacht. Das heißt also 50% Farbe und 50% Wasser. Bei diesen Farben verwende ich dann auch oft noch Flow Improver. Das macht das Ganze geschmeidiger und es setzt sich nicht in der Airbrush-Pistole fest. Da haue ich immer noch 1-2 Tröpfchen dann noch mit rein. Step 2. Also als nächstes verwenden wir Natural Flash. Wir gehen so vor, wir besprühen die Farbe von oben nach unten, also so wie die Sonne drauf scheinen würde oder beziehungsweise das Licht. Wenn ihr als Anfänger nicht ungefähr wisst, wo ihr was besprühen sollt. Ich habe auch damit so angefangen, indem ich mir vorher, so wie hier, das Grundmodell einfach unter einer Lampe gestellt habe und dann einfach Fotos davon gemacht habe, von jeder Seite, damit ich sehe, wo die Highlights sind, also dort, wo die Sonne drauf scheinen würde auf den Körper. Zu Anfang kann euch das extremst weiterhelfen, weil dann könnt ihr immer mal wieder drauf gucken oder so. Später braucht ihr das nicht mehr. So, ich versuche das jetzt mal so ein bisschen zu erklären. Also ich mache überall dieses Natural Flash drauf, aber ich versuche in den Schatten oder dort, wo Schatten sein sollten, den Unterton, dieses Reddish Flash, dass man das noch sieht.
Weil ein Körper besteht nicht nur aus einer Farbe, der besteht aus ganz vielen Farben. Und umso mehr Variation ihr drin habt, umso cooler sieht es später dann aus. Das bedeutet, und das verleitet auch ganz vielen Anfängern am Anfang dazu, die Statue dann komplett vollflächig zu bemalen bzw. zu airbrushen. Sowas solltet ihr tunlichst vermeiden. Ich glaube, ihr könnt das hier auch ganz gut erkennen. Überall in den Schatten ist noch dieses Rot zu sehen. Es gibt dann einen schönen Effekt später. Und bevor ich es vergesse zu erwähnen, das Natural Flash habe ich genauso wie das Reddish Flash angemischt. Also 50-50, 50% Farbe, 50% Wasser, 1-2 Tröpfchen Flow Improver. Ihr könnt auch Verdünner reinmachen, aber Flow Improver ist ein bisschen besser. Und damit habe ich dann die Statue besprüht. Step 3. Also als nächstes mischen wir Highlight Skin mit Natural Flash zusammen. Und zwar im Verhältnis 2:1. Also die Gesamtmenge von Highlight Skin, davon die Hälfte dann Natural Flash da drauf. Und von dieser Gesamtmenge macht ihr die gleiche Menge Wasser drauf. Mit ein bisschen Flow Improver. Ihr braucht euch nicht dazu viele Gedanken machen. Geht einfach so nach Augenmaß, sodass es eine schöne Farbe ergibt. Oder für euer Empfinden, dass eine schöne Farbe ist. Und dann ist das schon in Ordnung. Und auch hier gehen wir so vor, wenn wir besprühen, von oben nach unten. Aber dieses Mal weniger als den Schritt davor. In der Regel ist es sowieso immer, ich glaube, das merkt man auch, erster Step ist immer fast vollflächig, zweiter Step, das wird dann schon wieder weniger, dritter wird noch weniger, vierter wird noch weniger. Also wir besprühen immer weniger von Step zu Step. Ich versuche überall ein bisschen Highlights reinzusetzen, aber so, dass man immer noch das Natural Flash sieht und das Reddish Flash. Ich würde euch gerne sagen wollen, besprüht den Part und besprüht diese Stelle und die Stelle noch, dann wird das zum Schluss ein richtig cooles Ergebnis, aber leider ist das nicht immer so einfach. Und allgemein ist das wie alles im Leben. Übung macht den Meister. Umso mehr man das übt, umso besser wird man darin. Bonus Step. Also diese 3 Farben haben wir verwendet. Sie ist eigentlich jetzt fertig. Die sieht ja schon richtig gut aus. Aber ich kann euch noch einen Bonusschritt geben oder einen Bonustipp, könnt ihr sehen, wie ihr wollt. Und zwar machen wir nochmal eine Wash drüber. Dafür verwenden wir dieses Gelb hier. Demonic Yellow. Also wie gesagt, es ist nur optional. Ich zeige euch das kurz, wie ich das anmische, diese Wash. Und dann werden wir die Statue vollflächig damit besprühen. Und dann kriegt sie so einen leichten Gelbstich. Ich finde es besser, ist natürlich auch immer Geschmackssache. Also für die Wash selber benutze ich immer diese kleinen Plastikbecher. Ich mache dann 1-2 Tröpfchen von dem Gelb rein und dann mache ich ordentlich viel Wasser rein. Meistens so viel, bis der Becher voll ist. Dann rühre ich alles ordentlich mit einem Pinsel durch, sodass das alles gut vermischt ist und dann geht's ans Besprühen. Wir besprühen die Statue halt vollflächig damit. Und bitte, tut mir einen Gefallen, nur einen feinen Film darüber besprühen. Nicht so viel, dass es runtertrieft, weil sonst habt ihr euch die ganze Arbeit, die ihr vorher gemacht habt, zerstört. Also wie immer, manchmal ist weniger mehr. Result. So sieht sie aus, die gute. Die ist somit fertig. Ich glaube, die ist richtig gut geworden. Ich bin tatsächlich nach dieser Aufnahme noch einmal mit der Wash drüber gegangen, weil ich die Haut noch einen Ticken zu hell fand. Das habe ich aber leider nicht mehr aufgenommen. Aber ihr seht ja gleich das Endresultat. Den einzigen Step, den ich hiernach nochmal gemacht habe, ist, die ganze Statue zu versiegeln. Dafür habe ich einen Semigloss verwendet. Und danach war sie auch schon komplett fertig. Als nächsten Step kommen dann die Klamotten dran. Die werde ich dann extra in einem Short präsentieren. Genauso wie das Gesicht. Dafür wird es dann ein extra Video geben, wo ich das Schritt für Schritt erkläre, wie ihr mit ganz einfachen Schritten ein schönes Gesicht hinbekommt.
Nachdem ich die Statue mit Semi-Klarlack versiegelt habe, habe ich hier ein paar Beauty-Aufnahmen für euch gemacht, wenn man von Beauty-Aufnahmen sprechen kann, wenn die kein Gesicht und keine Klamotten hat. Aber hier seht ihr auf alle Fälle, wie schön der Hautton geworden ist. Und ich hoffe, ich habe das wirklich so gut erklärt, dass jeder von euch Bock darauf gekriegt hat, das mal auszuprobieren. Also das würde mich wirklich freuen, weil das kann jeder hinbekommen. Es ist vollbracht. Der Hautton ist somit drauf und fertig, in ganz einfachen Schritten erklärt, hoffe ich jedenfalls. Im Laufe der Woche, wie ich schon erwähnt habe, kriegt ihr einen Short, wie ich die Klamotten mache. Kurz, knackig, aber auch mit jedem Step erklärt. Und die darauffolgende Woche, also nächsten Sonntag, machen wir gemeinsam dann das Gesicht. Und zwar auch in ganz einfachen Schritten. Wie ihr ganz simpel die Augen macht, Mund und wie die Statue dann richtig schick dasteht. Und ganz zum Schluss zeige ich sie euch komplett. Also, wenn ihr Bock habt, schaltet nächste Woche wieder ein. Ich bedanke mich und wie immer, bis zum nächsten Mal.